Guckt euch diesen kleinen Mopsi mal an, wie der da auf der Couch liegt. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, aber ja. Auf jeden Fall, was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Remy, ihr habt richtig gehört, hier ist Remy, seid hier auf dem ihr seht mich gar nicht. Da bin ich. Krasses YouTube-Kanal. Da auch. Willkommen. Hi. Heute. Guten Morgen zu dem lang ersehnten NCT 127. Superhuman. Superhuman MV. NCT 127. 127. Musikvideo, ganz neu rausgekommen vor ganz kurzer Zeit, hat schon unfassbar viele Views und Klicks bekommen. Wir gucken mal direkt rein, aber erst, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Wir warten dafür ganz genau 3 Sekunden und jetzt mit der Maus runter, ja, und dann Glöckchen, Lingelingeling. Ja, so, danke. So, jetzt aber, Was? ich hab's geahnt. Das ist, Was ist das für ein Set? Das wird jetzt ein super, keine Ahnung, Avengers. Superhuman. Also Superheld, auch irgendwas. Ja gut, kann man machen. Oh Gott, das wäre hier ein Abriss. Ich ahne es schon. Das wird heftig. Hier ist die Soundeffekte, Sounddesign, geil, ne? Ja, und wie? What? Hier CGI, Alter? Was ist los? On point oder was? Übertrieben. Geiles Studio übrigens. Ja, eigentlich nur Keyboard. Ja. Ja, finde ich meins schöner. Aber es ist so schön offen und frei. Und hier steht das Mikrofon, ja. Sogar alles verkabelt, oder? Ja, also zumindest sind Kabel da. Ob die tatsächlich angeschlossen sind. Wow, geiler Effekt. Ich wollte gerade sagen, Sounddesign, Soundeffekte, mega. Ich mache das ja auch, also Nachvertonung von Bewegtbild. Sehr, sehr, sehr geil hier, ultra geil, finde ich, feiere ich mega gerade. Und dann hier dieses komplett Cut, einmal alles weg. Das hat halt so einen richtigen Vakuum-Effekt. Super geil. Und dann Anfang hier, okay, ich bin gespannt. Geil. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Boah, was ist das für ein Sound? Geil. What? Krass, Alter. Oh mein Gott. Das ist ja heftig. Diese Parts, wo halt alles mal so zwischendrin so richtig super still ist, die holen dann so einen krassen Effekt raus. Das kann man gar nicht beschreiben. Das klingt wirklich superhuman. Also die haben das wirklich musikalisch super krass rübergebracht. Ich will gerade einfach nur weiterhören. 사람들의 기준은 break up begun dangerous 별 너란 보석을 찾기 위한 내린 girl 너무 완벽한 moonlight 나를 넘어선 네 밤 너와 나의 세계로 hurry up 어디로든 떠나보는 거야 자꾸 멀리서 찾지 마 네 맘속 새로운 you 눈을 떠봐
Das hat halt so ein hier also wir sind im Verse, sagen wir im Verse im zweiten Part. Das hatten wir vorhin ja auch. Das geht dann in so ein bisschen so ein Abtempo, funky, so ein bisschen so richtig das ist halt so richtig, so Funk R&B mäßig. Ab hier. Weil auch die Gitarren so offen. Ich kann das jetzt nicht alles mit dem Mund nachmachen, aber ihr wisst, was ich meine, weil die dann eben so rhythmisch hier auch so offbeat schön reinspielen. Also richtig cool. Und hier auch in einen Akkord reingehen, dass es nicht dieses typische Poppige ist, also hat schon eher so ein Jazz-Vibe, wo die hier dann runtergehen. Was ist das für ein Sound? Es ist nicht mal, glaube ich, unbedingt nur der Sound, sondern auch die Pausen dazwischen, wo nichts spielt. Und diese Kombination, vor allem, weil vorher alles so voll ist und wir durchgehend Klang haben, ne? Und auch also Chöre hier drin, die hier komplett durchsingen. Immer alles voll. Wow, die Motorräder, also CGI-mäßig sind die auch. Krass, die sollten mal einen Film machen. Hier auch im Hintergrund wirklich ein Chor, der Yeah. auch mehr, sowieso kommt die also wirklich mehrstimmig der kompletten Teppich an Vokalen hier reinsetzen. Das ist das, was man hier als Fläche durchgehend hört. Na, also wirklich wie so ein Männer Chor, diese Five Guys, typische Konstellation. Normalerweise sind die jetzt nicht 5, aber keine Ahnung, so Boyz II Man mäßig oder wer waren da noch berühmt? Früher immer. Naja, auf jeden Fall, wo die dann hier so der liegt immer noch so da. Komplett hier alles schön dicht singen. Wahnsinn. Und dann, dadurch, dass dann alles komplett auch einen anderen Charakter hier hat, auch genremäßig und dann aber so EDM. Weil, Boah. ne? Oh mein Dazwischen Gott. spielt einfach gar nichts und das frisst einen auf. Oh, hier hört man noch ein Glas zersplittern. Hast du gehört? Aber so digitalmäßig. So. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh. Geil. Auch weil er kein Raum ist, ja. Also wir haben auf dem Instrument, was hier spielt, was so ein bisschen so Bass, im Bass spielt und untere Mitten, ist auch kein Raum. Also es ist sehr, sehr trocken im Klang. Deswegen wirkt das auch so unnatürlich. Aber gut. Ja, das ist echt fett. Also würde ich gerne mal jetzt gleich auf der großen Anlage hören. Oh. Und so, was für Effekte, Alter. What? Ich glaube, ich hatte erst einmal in meinem Leben Gänsehaut bei Soundeffekten. Echt? Ja. Wann war das? Ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Werbefilm von dir. Da hast du auch gute Soundeffekte gemacht. Von mir sogar? Ja. Echt? Welcher war das denn? Ja, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, leider. Na, super. Aber... Oh, Warum hast du mir es da nicht gesagt? Die übertreffen das nochmal, muss ich sagen, aber... Nur weil die CGI krasser ist wahrscheinlich. Und sobald dann nämlich andere Elemente hinzukommen, die Raumklang haben, klingt das dann schon wieder ein bisschen entspannter, ja. Also zumindest nicht mal ganz so extrem. Stimmt, weil da ist es eigentlich noch mit drin. Genau, das Instrument ist genau gleich mit drin. Nur weil wir jetzt hier dann zum Beispiel eben so ein Becken haben, das hier ausklingt. Oder ist ja mehr so ein White Noise. Und
Und die Vocals haben auch einen Raum drauf, klingt das Ganze. Ah, der Mopsi ist aufgewacht. Und Schaut noch ihr. dieses hohe, dieses nie, 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 nie. Oh, der ist richtig fertig. Der ist richtig fertig. So, deswegen klingt das dann so ein bisschen, ja, also da kommt halt echt dieser... Also hier auch im Refrain sehr, sehr viele Stimmen, die hier übereinander, miteinander singen, auch sehr beeindruckend und eben wirklich super groovy. Also er hat einen sehr geilen Groove, dass man so mit Wip nach vorne geht. Hat er sich wieder so hingeschmissen. Ja. Das ist so ein Pascha-Hund, Alter. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Shorty hätte ihn mitnehmen sollen. Na, ja. Ja, was wollte ich sagen? Groove, ja, ist halt auch ein Tempo, das halt auch wirklich so anbietet. Ich schätze mal, dass es zwischen 105 und 110 ist, wenn nicht sogar der... Nicht 140? Nee. Das achte einfach nur drauf, wie du dazu wippst. Ja, das ist ja immer so der Trick. Kannst du da halb oder, also kannst du auf 2 Varianten drauf grooven? Kannst du? Nee. Nein. Wenn du nur den machen kannst und das sich auch so anfühlt, als ob du ihn machen müsstest, dann klicke. Das Tempo noch. Oh, sogar schneller. Doch schneller, krass, okay, 117 BPM hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er fast an die 120 rankommt, was eigentlich immer so ein Tempo ist, auch so ein Hitgarant-Tempo, 120 BPM, hätte ich aber nicht gedacht, weil er mehr Vibe, weil er mehr das ist eigentlich immer so ein 110er-Ding, krass, haben die irgendwie gut hinbekommen. Ich glaube, das liegt am Basslauf, weil er immer nur du. Ja, ich glaube deswegen. Jetzt schön 10 Part auflösen. Diese Haarfarbe. Geiles... Oh, das ist ein Traum. Das ist wie das Strawberry, oder wie nennt das immer? Strawberry Blond. Das haben die momentan sehr gerne in den K-Pop-Welten. Ich auch. Nee, das passt nicht zu dir. Der hat aber auch schwarze Haare, Natur. Ja, aber der hat auch helle Haut. Du hast den falschen Hautton dafür. Hier ein schönes E-Piano, schön warm. So ein elektrisches Piano. Klingt so ein bisschen Rhodes-mäßig fast. Könnte es gut sein. Ja, Rhodes. Also halt von Fender, ne? Oh mein Gott. Wir spielen echt immer so einen groovigen Bass drunter. Was hat er hier an? Screaming Live, Touch Me, I'm Sick. The Grunge Years. Touch Me. Charles Peterson. Also das ist echt so richtig so ein Funkbass auf 117 BPM. Das ist schon sehr cool. Jetzt haben wir hier so Trap-Drums auf einmal drin.
ganz ehrlich, wenn ich das Ding jetzt auseinander analysieren müsste, würde ich 2 Stunden hier sitzen. Müsste mir alles parallel aufschreiben. Das ist unfassbar, was hier schon wieder alles passiert. So viele Details halt auch, ne? Ja, mit den Soundeffekten. Den Sound selber, was Instrumente gespielt wird. wechseln. Das ist echt, also ich bin gerade überfordert. Ich musste zu dem Song noch einen Livestream machen. Müsst ihr auf jeden Fall sehr gut schlafen vorher und viel Zeit mitnehmen. Das ist wirklich echt viel, was hier passiert. Allein hier wieder auch, was dann so für Übergangssounds benutzt wird, als Soundeffekte dann so oben so hoch pfeift. Psst, ne? Auch allein sowas nur hinzukriegen, programmiertechnisch und so, das ist auch immer ein guter Aufwand und da sind so viele so Sounds drin und mein Stuhl quietscht die ganze Zeit, ich hasse es. Halt auch geil, hier dann auf still zu gehen, ne, so boom. Und dann wieder. Und gleichzeitig kommt eben so ein Riser, der dann wieder einen mitnimmt und reinzieht für den nächsten Part. Dieser pumpende Synthesizer, ja. Die Melodie. Ja, kommt noch ein Synthesizer drüber, der oben die Melodie drüber spielt. Aber auch mit so einem Verzerrer drauf. Wow. Wie machen die das? Also ich komme da nicht mehr drauf klar. Das geht halt gar nicht, Alter. Du hörst ja vorher schon das, was sie dann später singen werden. Ne, man hört das vorher schon. So ein super Chor wieder, so wirklich übermenschlich wieder klingt. Und hier vorher der Part aber auch schon. Hier haben sie ja diese Pausen weggelassen, also denselben Effekt, den wir vorher zweimal in der Hook hatten. Das haben die hier weggelassen, aber haben dann da einen draufgesetzt mit diesem Part gleich. Auch das sind wirklich Soundeffekte, die du halt in so einem Action-Superheldenfilm erwarten kannst. Hörst du den? Ja, die Choreo erinnert mich teilweise auch, ich weiß nicht, ob vielleicht auch wegen den Outfits. An Michael. Ja, Nee, wollte ich vorhin schon sagen. Wie die sich bewegen, so in dem Groove, ist so viel. richtig Michael Jackson. Sehr viel, ja. Ich habe ja auch jetzt 2 oder 3 Michael Jackson Reactions gemacht, die könnt ihr euch auch mal anschauen, da gehe ich auch ab und zu mal auf den Tanz ein. Da sind sehr viele so typische Michael Moves drin. Habe ich vorhin auch schon, wo die diesen, dann rechnet man gar nichts damit und dann setzen die mit diesen super Harmonien, die dann wirklich übermenschlich klingen und dann wirklich noch auf ein nächstes Level und harmonienmäßig auch total überraschen hier. Das klingt wirklich auch wie so ein, kann auch aus so ein Comic-Ding, Serie. Ja. Voll, ja. Und dann aber nochmal so ein kleiner
Auftakt nochmal von den Drums. Also fast wie so eine E-Gitarre soll das auch benutzt werden oder klingen. Hier, ne? Das ist wie so ein 8-Bit Nintendo-Sound am Ende, den du meintest. Der so geil, hier auch die Pause. Keine Ahnung. Kannst du nochmal die eine Stelle machen? Ich bin fertig mit der Welt. Welche? Die mit der Gänsehaut. Nee, vorne, wo nur dieser Dings okay. war. Oh! Sobald man reinklickt. Oh mein Gott! Shit! Ich will mal etwas machen, was ich noch nie gemacht habe, und zwar die Kopfhörer absetzen. Und du auch. Und ich drehe jetzt das Mikro leiser. Ihr werdet uns jetzt für einen Moment lang nicht hören, aber wir wollen uns diesen Part mal über die Anlage anhören. Das muss ich jetzt so. Das muss ich jetzt sofort hören. Ich halte es nicht aus, sonst das ist wirklich unfassbar. Ups. Ups. It's my moment. Ja, krasses Teil. Feierabend. Ich weiß nicht mehr, ich will nichts anderes mehr hören. Nee, es klingt tatsächlich extrem. Also es ist wirklich auch nochmal ein Unterschied zwischen hier auf den Kopfhörern zu hören und über die Anlage. Ich finde es, dass der Effekt tatsächlich auf den Kopfhörern sogar fast noch krasser rüberkommt als auf der Anlage, weil da, obwohl wir hier in einem Tonstudio sind, in einem sehr, sehr krassen und sehr teuren, hat man trotzdem hier eine gewisse Nachhaltzeit. Also man hat eine optimierte Nachhaltzeit so zwischen 2 und 3 Sekunden, normalerweise gerne immer so 2,5 Sekunden Nachhaltzeit. Und bei Kopfhörern hat man das nicht. Es gibt keine Nachhaltzeit. Es war aber schon geil, es auch so laut zu hören im Raum, aber ich weiß, was du meinst, auf den Kopfhörern war es irgendwie intensiver. Ja, also ja, weil du eben keine Nachhaltzeit hast. Also dieser Effekt, dass kein Raum ist an dieser Stelle, ist ja nur da, wenn du wirklich keinen Raum, also auch beim Abhören keinen Raum hast an der Stelle. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass man das mit Kopfhörern hört. Es müssen natürlich nicht diese sein. Das sind zwar die Studio-Referenz-Kopfhörer, die überall international benutzt werden und unten auch verlinkt sind. Falls es euch interessiert, guckt es euch mal an. Die sind aktuell für 117 Euro zu erhalten und das ist wirklich ein viel günstigerer Preis als auf der Seite von Beyerdynamics, wo die 160 kosten. Ich dachte, Kleiner Tipp nebenbei. Nur so nebenbei. Und ja, es sind wirklich Standard-Studio-Kopfhörer, die international überall benutzt werden. Kein Scheiß. Und sind auch geschlossen. Also man hört außen fast gar nichts. Ja, da hat mich letztens auch einer gefragt, ob er nicht die teureren, 10 Euro teurer oder so, einen offenen holen soll und bla bla bla. Und ich meinte, eigentlich nicht. Eben genau, weil du dann trotzdem auch ein bisschen Raum dann zusätzlich hast, wenn die offen sind. Und alle, die außen rum sitzen, können dann auch hören, wenn du dir ein Porno anguckst.
oder K-Pop hörst. Wenn du dich dafür genierst. Also was du nicht tun solltest. Ich finde die eigentlich voll gut, weil das Ohr so da drin sitzt halt, ne? Ja, die sind ja relativ, also die sind echt die groß. sind so Man hat da weich. sogar ziemlich viel Spielraum. Ich hätte die gern als Kissen. Wenn man große Kopfhörer, große Ohren hat, hat man trotzdem viel Platz in diesen Kopfhörern auf jeden Fall. Und sie sind immer noch günstiger als Beats-Kopfhörer, die eigentlich in professionellen Studios nicht benutzt werden. Heftiger Song. So, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich lasse noch ein Like da. Ich weiß auch nicht, was man da noch sagen soll. Also, ich habe, also wie gesagt, es sind so kann man ja gar viele. nicht beschreiben. Es sind so viele Details drin. Ich müsste echt mir 10 Stunden dafür nehmen, aber ich hoffe, ich konnte trotzdem auf einiges eingehen. Habe ich ein bisschen was gesagt? Ich vergesse das. Wenn ich dann Ja, so das erstaunt hast bin schon. von den Songs, dann vergesse ich selber manchmal, dass ich eigentlich, was meine Aufgabe hier war. So wie gerade eben bei dem PNL Video mit ODD. Da haben die sich einfach einen Eiffelturm gemietet. Kann man mal machen. Eiffelturm. Alles klar. Ja, vor allen Dingen sieht das auch aus wie, also wirklich heftig. Also krasse Scheiße. Da sind wirklich super geile Shots drin. Sind 2 Franzosen, ist ein Rap-Ding, aber guckt euch das mal an. Das ist auch künstlerisch sehr, sehr krass. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Die haben sich einen Eiffelturm fürs Musikvideo gelegt. Also wirklich, die sitzen da auch wirklich oben irgendwo ganz an der Kante. Ich würde es gerade jetzt so euch hier gerade nochmal aufmachen und einfach nur zeigen, weil das so krass war. Aber guckt euch einfach das Video an, da habe ich es schon behandelt. So, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Guckt auf jeden Fall unten in der Infobox an. Da sind bestimmt einige eurer Fragen beantwortet bereits. Und wir haben die 35.000 ja schon geknackt. Das ist unfassbar krank. Die nächsten Tage nicht wundern, es kommen weniger Videos jetzt, aber nicht viel weniger, sondern immer noch... Oh, der Mopsi ist aufgewacht. Was machst du denn da? Und jetzt würde er sich wieder dahin schmeißen. Genau, wir haben ja 4 Videos jetzt die ersten 2 Monate täglich durchgeballert. Überhaupt täglich Videos zu machen, ist natürlich schon ein Aufwand ohne Ende, mal abgesehen davon. Und dann, wenn man auch noch 4 Videos am Tag macht, also nur veröffentlicht, nicht macht. Am Tag haben wir manchmal sowieso eigentlich immer viel mehr gemacht, weil viele auch geclaimed wurden und lalalala. Da ist schon auf jeden Fall ein Commitment, so ein festes. Auf jeden Fall, da ist einiges zusammengekommen, das hat aber auch gut funktioniert. Trotzdem, und ich bin euch dankbar, denn dadurch bin ich jetzt direkt schon auf viele Sachen gestoßen, die ich musikalisch sonst niemals abgecheckt hätte und nie draufgekommen wäre, wie unter anderem eben auch K-Pop, aber auch ein paar andere Sachen auch noch. Stell dir mal vor, wir hätten K-Pop nie gehört. Oh mein Gott, wir hätten diesen Song nie gehört. Diesen und viele andere Songs, also weiß ich nicht, also keine Ahnung. Allein, also wirklich jedes Mal Blackpink, Kill This Love, den Beat und Du, das sind so Epic Sounds, wo ich echt denke, boah, die reißen komplett die Hütte ab, aber auch produktionstechnisch, was dann teilweise abgeht bei, weiß ich nicht, BTS, aber auch 80s, ja, die hatten auch geile Sachen, Stray Kids, also viele der neuen Leute finde ich halt super interessant, gerade was die produktionstechnisch rausholen, weil es halt natürlich auch in dem Zeitgeist der heutigen Zeit ist und nicht Big Bang. Da ist halt immer das Ding, da gibt es auch so ein paar Nummern, die cool sind, aber die haben halt diesen... Man muss sich so zurückdenken, ja, man muss sich schon zurückdenken. Das ist ja nicht per se nicht schlecht oder nicht schlimm, aber wenn man in der Zeit nicht diese Musik gehört hat, hat man irgendwie nicht so diesen Zusammenhang da, irgendwie so eine Verbindung dahingehend. Ja, aber witzigerweise habe ich auch gerade vorhin so ein paar Deutsch-Hip-Hop-Sachen, alte Deutsch-Hip-Hop-Sachen gehört, wie das Classic-Album von Shindy und Bushido war das. Und da waren so ein paar Nummern, wo ich echt dachte, als ich die damals, 2016, also gerade mal 3 Jahre her, gehört habe, dachte ich, wow, das sind richtig geile Nummern, die werden echt lange hörbar sein und fett und keine Ahnung. Aber da habe ich jetzt heute gehört und dachte so, die passen ja gar nicht mehr in die Zeit rein. Also sie haben so komplett nicht diese Evergreen-Tauglichkeit drin. Das ist schon weird. Manchmal denkt man das gar nicht so, dass Musik tatsächlich auch wirklich so ein Zeitgeist-Ding ist und gar nicht so viel davon auch für immer funktioniert. Was ja jetzt, also, ne, deswegen nicht pauschalisieren, ist nicht schlimm. Ja, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Genau, es kommen noch 2 Videos am Tag.
erstmal. Dafür will ich mich dann aber eben noch auf andere Sachen dann verstärkt konzentrieren, dass da eben mehr Musik tatsächlich auch kommt, Musikinhalt. Und 2 Videos sind ja trotzdem noch viel. Täglich, weiterhin. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin gespannt und ich hoffe, das ist auch für euch in Ordnung. Ich bin mir aber sicher. Mühe gebe ich mir trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann mir weniger Arbeit mache. Es ist einfach nur weniger Arbeit vor der Kamera, aber es wird trotzdem noch viel passieren. Und einiges ist geplant und bei Dana auch geht einiges ab. Dafür ist sie jetzt regelmäßig und öfter vor der Kamera zu sehen. Und da werde ich auch immer wieder dazwischen zu sehen sein. Ne? Also deswegen auch Danas Kanal abonnieren. Ist auch unten verlinkt und auch auf Instagram und so. Dann bekommt ihr auch immer die ganzen Infos. Deswegen, ja, ihr seht, es passiert. Es geht hier gerade erst richtig los. Ja. Und sind viele Sachen geplant. Wie gesagt, ich sag's jedes Mal nur und Butch schlägt sich einen ab. Tschüss. Wo man sieht dein Schnippi. Oh, zensiert. Tschüss. Tschüss.